Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovje. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Day and Night Sniper mit Rosi Teil 9. Heute geht es um Schießen mit dem Wärmebildgerät. Ja. Wärmebildgerät oder WBG kurz, vielleicht gibt es auch noch eine coole Bundeswehrbezeichnung dafür. WBG. WBG ist eine coole Bundeswehrbezeichnung. Genau. Ist eine Sache, über die wir schon gesprochen haben. Rosi hat das schon, denke ich, relativ gut erklärt. Wir wollen aber in diesem Video nochmal speziell darauf eingehen, was die Vor- und Nachteile gegenüber Nachtsicht sind. Nachtsicht ist ja schon viel länger im Einsatz als Thermal. Thermal ist jetzt erst so dazugekommen. Wie lange schon? In deiner Einsatzzeit? Hast du schon Thermal? 96, ja. 96 ging es ja, ja. Im KSK. Ja, wollte ich gerade sagen. Also bei den Kommando-Spezialkräften wahrscheinlich schon deutlich früher. Im zivilen Markt erst vor 2, 4, ich weiß gar nicht mehr, wie lange jetzt schon die Jäger das dürfen, aber es ist auf jeden Fall auch noch nicht so lang. Ich glaube, seit Epic beginnt, seit 2018, da ging das so los mit den Thermal im zivilen Bereich. Aber einfach mal so aus genereller Sicht, jetzt nicht mal unbedingt militärisch gesehen, sondern einfach mal so stumpf die Geräte betrachtet, was bringt uns welchen Vorteil? Also in meiner Historie, ich bin da angefangen als Panzergrenadier, also eigentlich als Jäger, dann Panzergrenadier. Da hatten wir am Anfang Wärmeortungsgeräte. Die waren teuer, aber dafür schlecht. Was ist der Unterschied? Das ist nur ich habe mein Nachtsichtgerät und dann laufen dann da einfach so Punkte, ne, einfach hoch runter und irgendwann blinken die auf. Ne, wenn da T64, so von den Zeiten reden wir gerade, wenn es da aufblinkt, da kann ich nicht mit schießen, ich kann einfach orten. Ja. Da ist irgendwas. Okay. Punkt. Hat nie funktioniert übrigens, war nur teuer. Okay, gut. Dann kam der nächste Schritt, die Schützenpanzer Marder und Leopard, die haben dann echte WBGs gekriegt. Riesenkoffer, aber die waren in der Leistung früher schon gut. Also wir Deutschen, kann man nicht anders sagen, das war deutsche Wertarbeit, halt riesengroß. Also wir haben überhaupt noch nicht mal angedacht, dass es irgendwann mal aufs damals G3 kommt. Aber von der Leistung waren die richtig gut. Okay. Es gab auch schlechte. Wir hatten für die Milan, damals die Mira, das war eine Gurke, die hat aber funktioniert zumindest schon mal. Ne? Das war alles ein schlechtes Licht und die Batterien riesengroß. Aber schon mal irgendwas zur Panzerabwehr, was wenigstens Wärmebild den Namen gerecht wird. Ja, verstanden. Aber der Schützpanzer Marder und die Leopards, da hatten wir schon richtig gute Sachen. Das heißt, ich habe vor Jahrzehnten schon Erfahrung mit Wärmebildgerät sammeln können. Da habe ich schon festgestellt, ja, ich kann, und die werden heute noch nicht schlecht. So gut war die damals. Halt riesengroß und atomteuer. Aber die Erfahrung, die wir gesammelt haben, wenn ich jetzt irgendwas aufkläre oder nur eine Lichtquelle irgendwo erkenne, ich sehe natürlich nicht den Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel aus einer Baumstumpfattrappe mit einem Auge durchschaue. Sowas haben wir natürlich früher schon gebaut, da bist du auch wieder hin. Oder ob da eine Maus wartet. Das sieht genauso aus. Ne? Wahrnehmen, identifizieren. Aber wirklich zu identifizieren, das ist ein menschliches Auge, der dahinter schaut. Ne? Das ist nicht möglich. Auch heute nicht. Und das heißt, Wärmebildgerät ist nicht alles. Es ist klasse, aber hat auch seine Grenzen. Im Prinzip brauche ich immer eine Line of Sight. Ja. Na, und wenn ich eine Line of Sight habe, steht also einer hinter dem Gebüsch und ich sehe nur einen kleinen Punkt, dann ist er nicht zu identifizieren als Mensch. Ja. Was kann man machen gegen WBG? Ganz easy Sachen. Zum Beispiel, wenn jetzt einer im Gebäude drin steht. Na, ich schaue auf das Objekt und da ist ein Fenster. Und dann steht rechts davon einer neben dem Fenster und schmückt. Dann sehe ich im Wärmebildgerät gar nichts. Der Biff-Schütze, der mit Nachtsichtgerät, mit Bildverstärker, der sieht sehr wohl, dass er plötzlich, wenn der einmal dran zieht, dass es aufglimmt. Das heißt, das ist das Ende vom WBG. Und da steigt jetzt der Biff-Schütze ein. Wenn wir so praktische Übungen machen, dann liegen wir dort, machen eine Beobachtungsübung und da habe ich manchmal so eine Fensterattrappe. Und jetzt geht ein Schütze, na, mit einem Bildverstärker kann ich ihn die ganze Zeit sehen, auch wenn er in der Scheibe ist. Und dann geht er weiter. Mit einem Wärmebildgerät macht er den gleichen Werdegang und dann sehe ich nur noch hier ab Unterschenkel, da wo die Glasscheibe aufhört. Also auch wieder die Grenze vom WBG.
diese richtig gute Sachen, stellen wir uns vor, im urbanen Kampf, bei Nacht wie am Tage, ist eigentlich egal. Mein Biff hat seine Grenzen, wenn ich jetzt keine zusätzliche aktive Beleuchtung habe. Na, stellen wir uns vor, da ist eine Garage und hinten in der Garage, in der Dämmerung, steht einer. Da werde ich nichts sehen mit einem Bildverstärker, wenn ich nicht aktiv noch einstrahle. Ja. Aber aktiv heißt natürlich für den Gegner, dass er meinen Aktiven natürlich auch aufklären kann. Das heißt, Wärmebildgerät nutze ich nicht nur bei Tag, sondern durchaus auch bei Nacht. Ich kann natürlich in jeden Schlagschatten reinschauen. Das sind so die riesen Vorteile. Aber das bloße Auge schon. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir schauen geradeaus und vor uns 400 ist ein Hügel. Und darunter ist eine Straße. Wenn da jetzt ein Auto fährt mit Licht, sehe ich im Wärmebildgerät gar nichts. Der Biffschütze ist natürlich wie ein Hammerstrahl, der geht. Aber mit bloßem Auge sehe ich auch die Scheinwerferlichter. Mit bloßem Auge. So bin ich im Nachteil. Und deswegen aus taktischer Sicht immer diese Kombination. Was brauche ich? Deswegen auch die Fusion-Geräte, die inzwischen nicht nur. Und kommen. wir gehen auch wieder zum Weißlicht, denn weder hier noch dort noch mit dem Fusion-Gerät kann ich zum Beispiel Farben identifizieren. Das stimmt. Na, wenn ich jetzt also einen Tango habe und der kommt jetzt raus mit seiner speziellen Jacke, die nur er anhat, na, dann kann ich die lila Jacke natürlich super identifizieren mit Weißlicht oder am Tage, aber weder mit Bildverstärker noch mit Wärmebildgerät. Und das ist dieser Dreiklang. Ne? Also wenn ich wirklich irgendwann mal ein guter Schütze sein will, dann muss ich selbstverständlich mit WWG arbeiten, taktische Vor- und Nachteile kennen. Ich muss mit Bildverstärker arbeiten, taktische Vor- und Nachteile kennen. Und ich muss natürlich mit Licht arbeiten, taktische Vor- und Nachteile kennen. Es gibt keine andere Lösung. Ich muss alles können. Verstanden. Wir hatten es auch schon mal in einem vorherigen Video angesprochen. Nehmen wir mal nochmal das Thema Jagd. Ne? Was sind deine Erfahrungen, deine persönlichen oder auch von befreundeten Jägern? Was ist da momentan so der Stand der Schwarzwildjagd? Wenn ich technisch versiert bin, ist das A und O, greift zum WWG. Aber ich muss natürlich wirklich mit der Technik umgehen können. Ich muss damit trainieren können. Ich muss wissen, wo sind die Grenzen. Beispiel, im Bildverstärker kann ich ja, wenn ich jetzt wenn ein Tier von A nach B zieht, nochmal, wir schießen ja nur auf Schwarzwild, aber zum Beispiel zum Ansprechen, da läuft jetzt ein Hirsch. Ja. Wenn da kein Bass drauf ist, dann kann ich natürlich mit einem Bildverstärker schön die Konturen sehen, ne, weil das Bild ja nur verstärkt wird. Ja. Wärmebildgerät, wenn das Geweih wirklich kalt ist, sehe ich erstmal grundsätzlich nicht. Ne, das habe ich alles ausprobiert, das ist so. Manchmal, wenn dann der Hirsch vor einem Baum geht, dann sehe ich in der Phase, wo dahinter eine andere Temperatur ist wie das Geweih, dann kann ich es wieder erkennen. Temporär. Ja. So, heißt für mich, wenn ich jetzt in Deutschland nicht erlaubt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Geweihträger oder Hornträger, wenn ich darauf arbeite, dann ist ein Bildverstärker erste Wahl, weil ich das Tier sicher ansprechen kann. Wenn ich auf Schwarzwild gehe, die Kontur von Schwarzwild ist glasklar. Ja, da kann ich mich höchstens mal vertun, groß, klein. Ja. Wenn ich nicht das größte Stück schieße, dann bin ich eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wärmebildgerät ist das einfachste ever. Wenn ich denn wirklich das Technische verstanden habe und auch wirklich Disziplin habe, damit übe. Ne? Der Vorteil beim WWG, Bildverstärker, wenn ich das gekauft habe, ist ja gut möglich, aber wo kann ich damit trainieren? Ja. Wärmebildgerät kann ich natürlich am Tag trainieren. Ne? Ich gehe auf einen 100 Meter Stand, hau da meine Wärmepads drauf. Deswegen meine Empfehlung ist, wenn man technisch ein bisschen versiert ist und ein bisschen Selbstdisziplin hat, Wärmebildgerät, im Idealfall mit einer Waffe kombiniert, die eine Brücke hat oder zumindest eine Picatinny, die gute Qualität hat, dann kann man nicht so viel falsch machen. Check. Beim Nachtsichtgerät ist ja immer noch mal so, was so mitschwingt. Ne? Also preislich sind sie ja inzwischen ungefähr in derselben Liga, kann man sagen. Nachtsichtgeräte sind ein bisschen günstiger geworden aktuell, weil auch die Chinesen inzwischen hinbekommen haben, gute Röhren herzubringen. Also ist wirklich so. Thermalsichttechnik ist günstiger geworden, liegt sich fast gleich, würde ich sagen, aktuell. Aber was ja viele auch dann so vielleicht im Hinterkopf haben, ist, bei Nachtsichtgeräten, bei guten Nachtsichtgeräten, die immer noch analog sind, haben wir eine endliche Röhre. Also ein Thermalsichtgerät kann eigentlich unendlich lang funktionieren. Wird natürlich irgendwann mal eine neue Technik sein, aber es wird dir nicht verschleißen, sage ich mal, im Sinne. Also die Bildverstärker werden auch nicht verschleißen in dem Sinne, dass man sagen kann, die haben nur so und so viele Betriebsstunden. Die erste Generation, die hatte ganz wenig Betriebsstunden, die zweite hat schon 4000.
überlegen wir uns mal 4000, wie viele Nächte das sind, wo ich es wirklich benutze. Und dritte Klasse und Generation 3 und 4, die haben so viele Stunden. Darauf wollte ich hinaus, ja, weil man hat natürlich so, man gibt da einen Haufen Geld aus und kriegt gesagt, okay, das Nachtsichtgerät hält für 50.000 Stunden, dann ist die Röhre hin. Ja, ja 50.000. Aber 50.000 Stunden, das muss man sich erstmal überlegen, wie viel Zeit das ist. Ja? Verbring mal 50.000 Stunden hinterm Nachtsichtgerät. Ja, das ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass du ein Handy hast, was du jeden Tag 24 Stunden nutzt, sondern du nutzt es ja nur in den paar Stunden der Nacht. Aber nochmal, wenn wir jetzt mit einem Nachtsichtgerät so von diesem System hier, wenn wir davon ausgehen, das Licht wird hier nur verstärkt. Wenn wir jetzt irgendwo im Wald sind, da kann das so duster sein, dass wir hier gar nichts sehen. Ja. Deswegen gehört meiner Meinung nach zu einem Nachtsichtgerät immer ein ER-Strahler. Definitiv. Na, und das sollte da gibt es verschiedene Wellenlängen, da gibt es Wellenlängen, die mehr Power haben oder die weniger Power haben, aber dafür nicht sichtbar sind. Na, egal welche ich nehme, dann ist da so ein kleiner glimmender roter Punkt. Und der Strahl, der da rausgeht, macht aber alles ganz sicher. Fast überall in Deutschland ist das aber verboten, weil ja ein Ziel anstrahlen. Im jagdlichen Bereich. Wenn ich als du hast mich nach Jagd gefragt, deswegen war die Antwort auch Jagd. Na, das ist dann verboten. Ja. Meiner Meinung nach gehört das dazu. Sehe ich 100% genauso. Man kann auch als Regierung nicht sagen, nimm das Gerät, ist mir scheißegal, ob du die armen Tiere krank schießt. Das geht natürlich gar nicht. Ja, also wenn ich schon abkrümmen, dann soll das Stück nicht leiden. Also da gehört meiner Meinung nach natürlich eine IR-Leuchte dazu. Aber jetzt kommt wieder der Gesetzgeber, der dann jetzt wieder das festgelegt hat. Da sind ja nicht nur Fachleute, ne? Da ist ja auch ein bisschen Populismus bei. Bayern hat das ganz toll gelöst, aber die anderen Bundesländer nicht. Ich will jetzt auch gar nicht zu den Gesetzen sagen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wenn ihr also irgendwas empfangt, guckt, in welchem Bundesland ihr seid, guckt, welche Regelungen es gibt. Ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Selbst wenn es in Bayern erlaubt ist, dann ist das auch wirklich nur in Bayern erlaubt, auch wenn du die Genehmigung als Jäger hast und du gehst ins Nachbarland, ne, Bundesland, du hast es mit, ist das gleich verbotener Gegenstand. Ne? Also es gilt dann nur für den Bereich, wo du schießt. Das muss man halt beachten. Ne? Also es ist dann immer hier, in welchem Bereich sind Nachtsichtgeräte mit zusätzlicher aktiver Beleuchtung, auch ER ist ja aktiv, ist das erlaubt oder auch nicht. Hast du dich schon mal ein bisschen mit digitaler Nachtsichttechnik auseinandergesetzt? Ja. Weil das habe ich letztens mal gemacht und habe festgestellt, es gibt Vorsatzgeräte für Jäger, digitale Nachtsichtgeräte. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein digitales Nachtsichtgerät braucht immer eine ER-Quelle. Na klar. Dann ist doch eigentlich das genau das, was bei den analogen Geräten verboten ist, oder nicht? Ja, wenn ich das aber habe, ich habe ja auch sowas. Ne? Ja. Ich habe sowas, digitale Nachtsichtgeräte, ich muss ja alles haben, um auch zu natürlich, argumentieren und zu helfen. Als Handgerät ist das ja erlaubt. Ne, gab es hier damals bei Aldi 200 noch was Euro. Ja. Habe ich auch gekauft, um auch SEKs zu sensibilisieren. Nein, es ist nicht so. Nicht alle Gegner sind nur strohdoof. Die Masse sind zum Glück doof, aber nicht alle. Und wenn jetzt auch noch einer nicht so doof ist und ein bisschen Technik versiert, so viel Geld hat er auch noch. So, und dann hat man plötzlich einen auf der Seite, der zumindest sehen kann, wenn wir mit ER arbeiten. Ja. Wir reden nochmal 248. So. Und das geht noch billiger jetzt mittlerweile, das ist ein paar Jahre her. Ja. Die Qualität von diesem Handgerät ist nicht schlecht, aber da ist halt ein Strahler raus, ne? Ein riesiger Strahler. Das digitale Gerät kann nur was sehen, was angestrahlt wird. Ja. Na, wenn ich den ER ausmache, dann ist das duster. Ja. Aber die Qualität, was langt zum Beispiel für einen Jäger, wenn er das dürfte, ist natürlich toll. Ja. Aber es ist halt wieder ein Stück, was angestrahlt wird. Oh Mann, ja, das ist einfach wieder sinnlos. Ja. Noch letzter Punkt, Fortbewegung. Mit meiner Erfahrung ist mit Thermal sehr, sehr schwierig. Also Fortbewegung mit Thermal vorm Auge. Finde ich nicht. Also ich habe mir das Merlin gekauft, das ein ganz kleines, das leichteste 260 Gramm. Das habe ich benutzt einmal als Vorsatzgerät, könnte ich jetzt bei der Yacht nutzen. Dann habe ich das für 2 unterschiedliche Objektivdurchmessergrößen, habe ich nur einen Adapter zusätzlich gekauft. Muss dann natürlich trotzdem das entsprechend einstellen, ohne Frage. Das gleiche Ding habe ich mir ein bisschen schön geredet, habe mir eine Montage gebaut für eine Waffe als Vorsatz. Geht natürlich niemals als Nachsatz, weil ich brauche die Wärmequelle. Exakt. Aber da ist, also es geht. Und das gleiche Gerät habe ich mir auch eine Biffbrille draus gemacht, ne? Mit der Halterung von der GoPro.
Und ich muss sagen, ich habe da kein Problem mit. Okay, weil ich hatte so das Gefühl, durch die digitale Technik ist es alles ein bisschen langsamer. Analog ist halt wirklich 1:1. Ne? Also du hast wirklich, du drehst deinen Kopf und hast die fließende Bewegung. Beim Thermal hast du immer so ein bisschen Delay. So einfach kann man das nicht sagen. Kommt darauf an, welche Wellenlänge du kaufst. Na, wenn du jetzt zum Beispiel 30 Hertz kaufst, ne, das ist das Normale. Wenn du jetzt, also was man so handelsüblich kauft, das ändert sich gerade. Na, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem WBG von A nach B gehe, dann kommt das Bild hinterher. Ja. Na, das geht dann die ganze Zeit so. Ja. Militärisch haben wir mindestens 50 Hertz. Und bei 50 Hertz, das ist halt das, was wir so und so mit unserem Auge abmachen, da ist das ziemlich gleich. Heißt aber für uns aus schießtechnischer Sicht, für einen Jäger, ich darf auf keinen Fall mit diesem WBG auf ein bewegliches Ziel schießen, weil das Bild kommt hinterher. Wenn ich nicht die entsprechende Herzzahl habe, deswegen das Militär hat sich nie auf 30 Hertz eingelassen, weil es nicht geht. Ich muss immer damit rechnen, dass das Ziel sich bewegt und dann schieße ich selbstverständlich daneben, weil das Bild hinterher kommt. Ja, also nicht das WBG ist schlecht, sondern es geht darum, von der Qualität kann das gleich gut sein, aber die Herzzahl, ne, also die Bildfrequenz, die muss hoch genug sein. Also mindestens 50 Hertz. Check. Nochmal ein cooles, wichtiges Infoteil. Ja, danke für den Hinweis, dass ich das nochmal ansprechen darf. Ist halt wichtig. Super, ja. Hast du noch irgendwas, was dir noch einfällt oder was wichtig wäre? Nee, was wirklich... Außer wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, stimmt eigentlich auch. Muss man bei Thermal- und Nachtsichttechnik leider sagen. Das hat auch richtig wehgetan. Ja, glaube ich dir sofort. Eigentlich haben beide wehgetan, aber das hat wirklich wehgetan. Ist das zivil? Ja, habe ich im Zivil gekauft, ja. IEA hat die verkauft. Nice, okay. Ja, nicht für jeden, du musst natürlich einen Yachtschein haben, wegen Waffen klar, und natürlich. so. Selbstverständlich, aber wenn du jetzt einen Yachtschein hast, kannst du das Ding kaufen, Was haben wir hier? Audi, Porsche? Nee, natürlich Porsche nicht, aber was haben wir? Doch, das ist ein Porsche. Das ist ein Porsche? Ja. Fuck, okay. Ja. Aber kostet entsprechend auch Geld. Tut auch weh, aber ich schieße damit durchaus gegen unsere militärischen eingeführten Nachtsichtgeräte. Ich bin nicht schlechter. Was ein riesen Vorteil ist die Bedienfähigkeit. Ne? Das alte NSV 80 hat hier vorne, hat man da, das war schlimm. So, die haben gelernt. Das heißt, die Bedienelemente sind da, wo sie hingehören. Na, ich schalte hier ein aus, ich habe jetzt keine Batterie drin, ein aus, in Schussrichtung ist an, hier mache ich die Helligkeit und damit fokussiere ich, fertig. Da ist keine Menüführung, das ist wirklich für Beamte und Soldaten, das ist stressfähig. Da kann man nicht so viel falsch machen. Hier kann ich eine ganze Menge falsch machen. Ich habe da so viele Sachen, die ich einstellen kann, aber es fängt schon an mit dem Justieren. Ne? Das Justieren, erstmal in welchem Modi bin ich drin. Wenn ich im richtigen Modi bin, gehe ich ins Menü. Dann im Menü, was muss ich einschalten, um dann zu drücken, dann zu klicken, hoch, runter, rechts, links, dann zu speichern. Das brauche ich alles da nicht. Heißt für mich, wenn ich ein Technikhasser bin, Finger weg vom WBG. Na, das ist halt, wenn das hängen bleibt. Wenn ich eine faule Socke bin als Jäger, ich kann aber mit Bedienelementen umgehen wie ein Höhen- und Seitenturm, dann ist das auch einfach. Dann schieße ich einfach mein Nachtsichtgerät an, klickt das dann nur die Höhentürmer auf den Punkt, dann brauche ich da gar nicht ins Menü gehen, wenn es dann ausreicht und dann bin ich fertig. Check. Aber die meisten Jäger fassen ihren Turm nicht an, oh Gott, was passiert dann? Aber wenn Kenn ich auch, ja. Ja, ich sehr viel. Und wenn man mal weggeklickt hat und dann kommen die Büchsenmacher, die alten Büchsenmacher, ne, ich muss immer 3 Klicks weiter vor und dann zurück. Ja, genau. Ansonsten geht das nicht. Ich sage, genau. Ich bin jetzt sehr, sehr lange Scharfschütze, seit 82, 86 bin ich Scharfschütze, also nicht wirklich, das hieß Scharfschütze, aber in Wirklichkeit G3ZF-Schütze. Aber seitdem klickt man einfach hoch auf die Entfernung, die Seite rein und krümmt ab und das funktioniert. Ja, aber die alten Jäger, wenn man jetzt so ein schlechtes Zielfernrohr hat, da war es tatsächlich so wegen der Gegenfeder, über der wir in einem anderen Video mal gesprochen haben. Ja. Na, das heißt, wenn die nicht gut funktioniert, hat man überdreht und dann wieder zurück, damit das denn stimmt. Aber das ist alles. Check. Ja, Vaterladerzeit. Ja. Guti, also ich bin durch. Sehr gut. Ich möchte dieses Video abmoderieren mit dem Satz, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, wer braucht schon einen Porsche, kauft euch ein Nachtsichtgerät. Oder Rosi, bist du dabei? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat man auch viel mehr Spaß mit, glaube ich. Der ehemalige Chef von meiner Frau, der hatte einen Porsche, kam dann an und wollte mir seinen tollen Porsche zeigen. Und Autos sind für mich völlig uninteressant und dann ist mir rausgerutscht,
das ist mein Porsche Carrera. Und dann wollte er sagen, von mir hören, wie toll ist das Ding? Dann sag ich, das ist kein Auto, da kriege ich irgendwann eine Waffe. Ich liebe dich dafür, dass du einen Caddy fährst, wirklich. Ich mag den Caddy total gerne. Aber der Porsche ist natürlich wirklich, kriegst nicht immer Anhängerkupplung dran für deine Kanonen. Hängerkupplung, Anhängerkupplung. Die muss ich jetzt sagen, das tut mir leid. Ich habe aber Anhängerkupplung gesagt. Ich weiß. Gut. Ja, war ein Insider. Okay, in diesem Sinne, schreibt uns in die Kommentare, was ihr noch an Gedanken und Fragen habt zum Thema Nachtsicht bzw. auch Thermalsichttechnik. Wir versuchen das für euch zu beantworten und ansonsten am Ende der Serie nochmal in einem gesonderten Video. Und natürlich auch einen Blick in die Videobeschreibung zum Thema Sponsoren. Die helfen uns hier, diese Serie zu finanzieren, wie immer. Einfach mal ein bisschen supporten die Jungs und dann können wir auch weiterer so tollen Content für euch liefern. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als wie immer an dieser Stelle liken, Abo, was kommt noch? Dings, Glocke klicken. Bis dann, macht's gut. Bye bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Bukovje.